Juna hat wieder das Nähzimmer freigegeben. Los geht's! Hallo liebe Nähfreunde, heute zeige ich euch eine schöne Möglichkeit, wie ihr Stoffreste sinnvoll verwerten könnt. Ihr kennt das sicher auch. Beim Nähen bleibt schnell ein Haufen kleiner Stoffschnitzel übrig, die erstmal in eine Restekiste landen. Ich habe meine Kiste durchstöbert und ein paar bunte Reste gefunden, die noch verarbeitet werden müssen. Die sollen heute ein stylisches Cover für ein College-Blog werden. Das Material und die Maße im Überblick. Das Schöne an diesem Projekt ist, die Stoffreste dürfen richtig klein sein. Ihr könnt sie einfach zu einer größeren Fläche zusammennähen. Bevor wir loslegen, messen wir unseren Block einmal aus. Mein Block ist 30 cm breit und 21 cm hoch. Damit später alles gut passt, braucht ihr zusätzlich an jeder Seite eine Nahtzugabe. Ich habe bei meinem ersten Versuch nur 2 cm dazugegeben. Am Ende passte der Block nicht in die fertige Hülle und ich musste auf ein kleines Notizbuch ausweichen. Mein Tipp? Rechnet rundherum mindestens 4 Zentimeter extra dazu, so sitzt das Cover später nicht zu eng. Ich habe in meiner Restekiste ausreichend große Stoffe gefunden. So konnte ich meinen Haupt- und Futterstoff auf 25 x 34 Zentimeter zuschneiden. Heute nähen wir zusätzlich eine Stifttasche auf die Vorderseite. Das ist ein optionales Extra. Ich habe noch einen langen Musselinstreifen in meiner Restekiste gefunden, etwa 5 Zentimeter breit. Den möchte ich als kleine Stifttasche anbringen. Dafür wird der Stoff rechts auf rechts gefaltet und die beiden Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die untere Kante bleibt offen, damit wir die Tasche wenden können. Nach dem Wenden bügeln wir einmal ordentlich drüber. Dann wird die obere Kante knappkantig mit einem Geradstich abgesteppt. Jetzt nehmen wir uns den Hauptstoff für das Cover. Diesen falte ich einmal mittig und bügle die Kante als Orientierung. Dann wird die Stifttasche mittig platziert. Denkt daran, dass am Rand später noch 1 cm Nahtzugabe verschwindet. Wenn die Position passt, klappt ihr den Stoff wieder auf und näht die Tasche links und rechts fest. Wenn euer Stoff breit genug ist, könnt ihr zusätzlich eine mittige Naht setzen. Dann finden 2 Stifte nebeneinander Platz. Ich teste das Ganze mit einem Stift. Perfekt, alles sitzt wie geplant. Jetzt kümmern wir uns um das Gummiband, mit dem das Cover später verschlossen wird. Weißes Gummiband finde ich persönlich etwas langweilig. Und ich habe noch ein Stück Musselin übrig, also umhüllen wir das Band einfach. Wichtig ist, dass euer Stoffstreifen mindestens 5 bis 7 cm länger ist als das Gummiband. Sonst verliert es an Elastizität. Ich verwende ein 2 cm breites Gummiband. Dafür eignet sich ein Stoffstreifen mit etwa 6 cm Breite. Bei mir sind es 8, was etwas üppig aussieht, aber der Musselin ist einfach zu schön zum Wegwerfen. Merkt euch, die Länge darf gern großzügig ausfallen, aber die Breite sollte möglichst gut zum Gummiband passen. Jetzt wird genäht. Der Stoffstreifen wird rechts auf rechts gelegt und entlang der langen Seite mit einem Geradstich geschlossen. Danach wenden wir den Schlauch mit einer Sicherheitsnadel und bügeln ihn einmal ordentlich glatt. Nun befestige ich die Sicherheitsnadel am Gummiband und fädle es durch den Stoffschlauch. Achtet darauf, dass das Gummi nicht zu weit hineingleitet. Falls nötig, sichert euch das Ende mit einem Clip. Dann fixiere ich die beiden Enden mit Wonderclips, so verrutscht nichts mehr. Jetzt wird das Gummiband im gedehnten Zustand angenäht. Das erfordert wirklich ein bisschen Übung. Wir verwenden einen Zickzackstich, damit die Naht elastisch bleibt. Ich beginne mit ein paar Stichen, bringe Spannung auf das Gummi und ziehe den Stoff glatt. So entsteht ein schöner, gleichmäßiger Rüscheneffekt. Für die Einstecklaschen nehme ich 2 schmale Stoffstreifen. An einer langen Seite wird der Stoff jeweils zweimal 1 cm eingeschlagen und mit einem Geradstich gesäumt. Das macht ihr bei beiden Laschen. Jetzt legen wir alles zusammen. Zuerst der Hauptstoff mit der rechten Seite nach oben. Darauf kommt das Gummiband, dann die beiden Laschen mit der rechten Seite zum Hauptstoff und ganz oben der Futterstoff mit der linken Seite nach oben.
Hauptstoff und Futter liegen jetzt rechts auf rechts. Fixiert euer Projekt gut mit Clips. Dann näht ihr rundherum mit einem Geradstich. Auf einer kurzen Seite lasst ihr eine Wendeöffnung offen. Nach dem Nähen schneide ich die Nahtzugaben mit einer Zackenschere zurück. Falls ihr keine habt, schneidet die Ecken zurück und versäubert die offenen Kanten mit einem Zickzackstich. Gerade bei stark fransenden Stoffen kann sich sonst eure innenliegende Naht auflösen. So entstehen irgendwann kleine Löcher. Jetzt wenden wir unser Projekt. Achtet darauf, die Ecken schön herauszuarbeiten. Dann wird die Wendeöffnung nach innen geklappt und das ganze Cover ordentlich gebügelt. Zum Schluss schließen wir die Wendeöffnung knappkantig mit einem Geradstich. Fertig ist euer College-Block-Cover. Es eignet sich super, um Stoffreste oder alte Kleidung zu verwerten und ich liebe es, damit langweilige Werbeblöcke zu verschönern oder ein kleines Mitbringsel für Freunde neu zu gestalten. Ich habe Spaß beim Nähen und zaubere damit auch noch meinen Lieben ein Lächeln ins Gesicht. Also, die perfekte Möglichkeit, Resten oder alten Klamotten ein neues Leben zu schenken. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Ideen. Habt ihr ein Lieblingsprojekt zum Stoffresteverwerten? Welche Farben oder Muster habt ihr gerade in eurer Restekiste? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Nähprojekte, Resteverwertungen und Inspiration. Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Vergesst nicht, euren Vierbeinern heute eine kleine Freude zu machen. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.